There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling. So, hallo zusammen. Willkommen beim neuen Video. Wir laufen heute Teile vom Thurnbachsteig. Die Tour habe ich ein bisschen verändert. Und hier haben wir richtig tolle Pfade. Ja, die Tourdaten schreibe ich euch wieder wie gewohnt oben rein. Es gibt hier auf jeden Fall ein paar Highlights. Wir kommen an einer Vesperhütte vorbei und laufen den Thurnbach entlang. Das Thurnbachtal ist auch bekannt eben durch die Thurnbach, aber auch durch das Hotel Die Traube. Die ist ja ganz, ganz bekannt hier. Und ja, lasst euch überraschen und begleitet uns auf unserer Tour. Schaut euch mal hier die schönen Pfade an, wie es hier entlang läuft. Einfach toll, es macht Spaß, solche Wege zu laufen. Es sind übrigens, oder es treffen sich hier auf der Pfad einige Wege. Also wir laufen teilweise mit der Holzmacher-Tour zusammen. Da haben wir auch mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das mal da oben. Da gibt es viele Infotafeln rund um die Holzmacher, um den Beruf, um die Köhler und so weiter. Und auch die Eiszeit-Tour läuft hier entlang. Also es gibt 3, 4, 5 Touren, die sich hier stellenweise kreuzen. Und das ist natürlich deswegen auch das Wandermekka vom Schwarzwald. Weil wenn man hier Urlaub macht, dann hat man etliche Touren, die man hier einfach entlanglaufen kann. Die Grenzsteine, die ihr hier seht, die sind aus dem Jahre 1557. Aber ursprünglich geht die Grenze noch viel weiter zurück. Also man sagt so 1000 Jahre nach Christus. Und die verschiedenen Machthaber hier haben hier heftige Kriege geführt. Leute, schaut euch mal den herrlichen Rastplatz an. Mega. Man sitzt hier zwischen den Felsen und hier richtig urigen Banken und kann hier eine Pause machen. Das sieht einfach mega aus. Und da steht auch ein Schild: Fluch am Priorstein. Schaut euch mal das an. Wenn ihr das lesen wollt, am besten jetzt mal einfach Pause machen. Hier geht es um den Klostervorstand Prior. Und seht ihr hier, da ist sein Gesicht eingemeißelt. Und wenn man hier sitzt, hat man eine mega Aussicht ins Tal. Sieht doch echt toll aus. Ein Teil von dieser Tour läuft halt hier natürlich über so etwas fein geschotterte Wege. Aber man hat hier, wie ich es gerade eben gesehen habe, viele Highlights, wo es sich trotzdem einfach Spaß macht, die Tour zu laufen. Aber wir kommen gleich wieder auf so kleinere Pfade. Und hier wieder nochmal so ein alter Grenzstein. Also schon ganz interessant hier. Hier läuft ja auch die Grenze zwischen Baden und Schwaben, was ja früher im Mittelalter ja auch schon zu heftigen, ich sag mal, Kriegen und Ähnliches geführt hat. Und ich mag es, wenn es so Geschichte ist, wenn so Hinweisschilder sind oder so Steine, wo man einfach ein bisschen über die alte Geschichte erfährt, bevor sie in Vergessenheit gerät. Der Weg ist einfach herrlich. Wir laufen hier wieder ein ganz schönes Stück über solche kleinen Pfade, bisschen felselig, wurzelig, und man hört einfach nichts. Es gefällt mir hier in Baiersbronn, wenn man hier lang läuft. Man hört hier keine Bundesstraße oder kein Lärm. Man hört eigentlich nur die Natur. Und hier mitten auf dem Weg Pilze. Nach circa einem Drittel der Tour kommen wir hier unten an eine kleine Hütte vorbei. Da kann man festbauen, dann kann man aber was trinken
Da machen wir ein kleines Päuschen und trinken irgendwas, einen Radler oder einen Sprudel, je nachdem, was es gibt. Schauen wir mal. Bis später. Eine Ewigkeit später. Also die Hütte, die liegt richtig schön, hat so einen kleinen Biergarten, ist eine Terrasse mit dabei und richtig gemütlich. Preise ist natürlich schon ganz schön heftig. Also wir haben jetzt gezahlt für ein kleines Bier und ein Wasser um die 10 Euro. Also hat schon, aber wie gesagt, lohnt sich trotzdem, da mal reinzuschauen. Was mir auch unheimlich gefällt hier in Baiersbronn, das ist ja bei der Holzmachertour ja genauso, da hat es ganz viele solche Schutzhütten, wo man sich auch mal hinsetzen kann, wenn einfach die Sonne prasselt oder wenn es stark regnet, dann kann man sich einfach unterstellen. Also so als kleines Fazit kann ich sagen, die Tour ist sehr abwechslungsreich. Mal hat man so kleine Pfade, die sich einen Berg rauf oder Berg runter schlängeln, so kleine Serpentinen. Oder man hat wieder ein bisschen breitere Wege. Auf jeden Fall ist für jeden was mit dabei. Und ja, es macht einfach mega Spaß hier entlang zu laufen. Wir haben auch jetzt auch vom Wetter her ziemlich Glück. Heute Morgen war es ziemlich warm. Es hat sich ein bisschen abgekühlt. Ist immer noch warm. Aber angenehmer zum Laufen jetzt. Weil vor allem auch ein bisschen der Wind ein bisschen zugenommen hat. Also auch hier wieder. Das sehen die Wege wie so ein Urwald aus. Also ist für mich einfach so die schönste Region hier im Schwarzwald, muss ich sagen. Gefällt mir einfach super gut. Also wenn ihr, wie gesagt, in der Nähe von Baiersbronn seid, kommt auf jeden Fall mal her, es lohnt sich. Schaut mal, das eine Leben stirbt und wieder zur Erde und das andere Leben wächst darauf wieder neu. Und hier seht ihr den Tonbach. Nachdem ist ja die ganze Tour benannt. Schaut mal, hier ist die nächste Hütte, die Tonbacher Rentnerhütte von 2019. Aber auf jeden Fall auch eine schöne Hütte, wo man eine Rast machen kann. Wenn es regnet, findet man hier Schutz. Wie gesagt, wir kreuzen hier immer wieder andere Wanderwege. Hier gibt es so auch einen Premiumweg Wilder Wald im Wandel, wo ich euch vorher gesagt habe, da haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Und da gibt es eben immer wieder so Stationen. Hier zum Beispiel so ein Karren, wo man das Holz transportiert hat für die Köhler. There's a lot of colors. Und da hat lauter kleine Mini-Pilze. See a lot of colors. Only feeling blue. Hier, schaut mal. So hat man ganz früher, als man das mit der Köhlerei angefangen, im Prinzip Holz zu Holzkohle zu verwandeln. Da hat man solche Hütten aufgeschüttet und hat dann ganz langsam im Prinzip das Holz verkohlt. Und so ist dann die Kohle entstanden. Dreams are not the same for me. Schaut mal, hier im Nationalpark Schwarzwald hat es immer wieder Hinweisschilder, wie jetzt hier zum Beispiel im Wegegebot. Das heißt einfach, man soll auf den Wegen bleiben, man soll die Wege nicht verlassen. Und viele Wege hier übrigens auch wurden komplett gesperrt, einfach weil sie wieder renaturalisiert wird. Das heißt, das waren ehemalige Wanderwege, die man einfach wieder der Natur und den Tieren hinterlässt. Jetzt wird die Tour nochmal spannend. Talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too
choices. Hier schön den Felsen entlang. Dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're Und jetzt sind wir oberhalb von diesem Felsen. So, jetzt haben wir es gleich geschafft, sind wir gleich oben. So, jetzt sind wir gleich beim Auto angekommen. Viertelstunde laufen noch ungefähr. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann pusht doch den YouTube-Algorithmus und lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Damit hilft uns einfach weiter, den Kanal aufzubauen. Ja, und motiviert uns einfach für viele weitere schöne Videos. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.